Es ist Winter. Es ist doch noch Winter. Heute ist der internationale Frauentag. Ich halte von sowas nicht viel, aber auf dieser Cargofähre gibt es eine Dusche für Männer. Also wir haben entschieden, da Driver auf Englisch ein geschlechtlich nicht eindeutig zugeordnetes Wort ist und ich auch ein Driver bin, dann kann ich auch duschen gehen. Papaya 6 und es war ungefähr 5 Jahre lang unser Firmensitz. Estländischen Wald. Ich bin so froh, dass wir Vierradantrieb und volle Differentiale hier haben. Ich sehe, durch welche Schneewehen wir uns hier durchkämpfen müssen. Irre. Im estnischen Outback. So vor ungefähr einem Kilometer ging es nicht weiter. Jetzt müssen wir alles wieder rückwärts. Und Kaffee trinken. Wir haben heute Morgen auf Facebook einen Deutschen kennengelernt, der hier einen Motorradverleih macht und ein Anwesen gekauft hat und so weiter. Und stellen fest, der wohnt 4,5 Kilometer von hier entfernt. Jetzt fahren wir da mal rüber, trinken Kaffee, kriegen eine Dusche und schwätzen. Und er hat einen T4. Die Straßen hier in Estland sind wirklich pures Eis. Und wir sind so froh, dass wir in Finnland die Spike-Reifen noch nicht runtergeschmissen haben und hier mit irgendwelchen anderen Reifen rumrutschen. Wir helfen dem Christoph ein bisschen beim Umzug und dafür nimmt er uns jetzt mit in sein neues Anwesen südlich von Tartu. Mitten im estnischen Wald stehen 3 riesige Holzmegafone, mit denen man den Geräuschen des Waldes lauschen kann.
Seit dem 15. Dezember bollert unsere Standheizung ununterbrochen 24 Stunden, 7 Tage die Woche und 30 Tage oder 31 im Monat. Also Stromprobleme haben wir nicht mit 300 Ampere AGM. Aber wir haben eine Solartasche und jetzt scheint die Sonne und die Tage werden länger und wir haben Verlängerungskabel dafür gekauft und wollten mal gucken, ob das überhaupt noch alles so richtig funktioniert mit dem Setup. In Estland betreibt das Forstamt ganz viele Wanderhütten und Schutzhütten und Grillhütten im ganzen Land. Und wenn man die App hat, dann findet man solche tollen Plätze. Das hier ist Schloss Sagnitz, in dem der Graf von Berg einen Roggen gezüchtet hat, den Sagnitzer Roggen, der bis heute angebaut wird. Sehr verehrte Damen und Herren, wir befinden uns hier im Ausnahmezustand. Vor einem Monat hat Lidl in Estland eröffnet. Seitdem gibt es kein Halten mehr bei der Bevölkerung. Wie Sie hinter mir sehen, ist es ein Ansturm. Es ist völlig egal, ob morgens, mittags oder abends. Lidl wird gestürmt. Wir werden uns jetzt bewaffnen und dann auch dort mal eindringen. Wenn die Frau aus dem Häuschen ist, dann gibt's Seebuckthorn Smoothie. dann deswegen. Silke übt sich gerade ungemein im Eisangeln. Connected.